Wenn ich meine Gedanken nicht kontrolliere, werde ich den Verstand verlieren. Wenn ich meine Gefühle nicht kontrolliere, dann wird irgendwas Schlimmes passieren. Ich gehe auf die Leute los oder mache sonst irgendwie was. Ich muss auch immer 10.000 Mal die Tür kontrollieren, dass die auch zu ist, damit keiner reinkommt und vielleicht ein furchtbares Verbrechen macht. Außerdem tue ich auch noch immer am Herd kontrollieren, ob alles aus ist, weil wenn nicht, könnte ja die Wohnung das Brennen anfangen. Worum geht's heute? Es geht um Angst vor dem Kontrollverlust oder beziehungsweise die Kontrolle zu verlieren. Wo Angst ist, ist Kontrolle. Wo viel Kontrolle ist, da ist viel Angst. Viel Spaß! Du wunderschöne Seele, schön, dass du mal wieder eingeschaltet hast auf meinen Kanal. Mein Name ist Juan, auf den Kanal Juan der Spanier. Ich hoffe, dir geht es heute phänomenal. Du hast gerade schon mitbekommen, worum es geht. Du versuchst vielleicht die ganze Zeit herauszufinden, wann kommt die Angst, wo wird sie stattfinden. Ich versuche diese Gedanken zu kontrollieren. Wenn die Angst aus dem Nichts kommt, dann bist du ständig frustriert. Du malst dir die ganze Zeit Situationen aus, wie eine Situation werden kann aufgrund deiner Angst. Du hast große Schwierigkeiten, wie sich die Dinge entwickeln können, wenn deine Routine aus dem Ruder läuft. Du hast ständig dieses Gefühl, dass du alles selber machen musst, weil die anderen das ja nicht so gut können wie du. Vielleicht erwischst du dich die ganze Zeit dabei, wie du deine Gedanken auf die Zukunft ausrichtest und ein mögliches Szenario aufgrund deiner Angst oder deiner Panik ständig sich wiederholt und wie du darauf reagieren könntest. Du versuchst dich vielleicht zu kontrollieren, wie die Leute auf dich wirken und dann versuchst du dein Selbst zu verstellen oder dann tust du vielleicht auch mal ganzes Gegenteil. Du versuchst dich so gehen zu lassen, wie du wirklich bist und beobachtest, wie reagiert mein Umfeld eigentlich auf mich. Es gibt wohl keinen berühmteren und bekannteren Neurotiker auf dieser Welt wie der amerikanische Filmemacher und Filmregisseur, aber auch Produzent Woody Allen. Er hat von nahezu allen Angst. Er versucht aber auch gleichzeitig alles zu kontrollieren. Wer ihn kennt und schon Berichte von ihm gelesen hat, da hat er oft in seinen Berichten immer gesagt, er hat so eine große Angst vor dem Tod, er hat so eine große Angst vor dem Kontrollverlust, er leidet aber auch unter allen möglichen Phobien. Aber was steckt da eigentlich die ganze Zeit von diesen ganzen Dingen eigentlich dahinter? Eigentlich steckt da diese Angst vor dem Kontrollverlust dahinter. Nichts einfach herausfinden, wovor ein Mensch eigentlich immer Angst hat. Du musst ihn einfach nur immer beobachten, was er am meisten kontrolliert. Wenn du siehst, was er kontrolliert, dann weißt du auch, was er gleichzeitig am meisten fürchtet. Denn der Gegenpol von Angst ist immer Kontrolle. Ganz klassisches Beispiel, ich gehe aus der Haustür raus und tu 5-mal hintereinander kontrollieren, ob die Tür zu ist. Was befürchtet der? Ja, er befürchtet, dass ein Einbrecher kommt. Also das heißt, da wo Kontrolle ist, da ist auch immer viel Angst. Einer ausgewachsenen Angststörung leidest, gleich welche, ob Agoraphobie, Sozialphobie oder generalisierte Angststörung, Panikstörung etc. Egal, was du für eine Diagnose bekommen hast, spielt alles keine Rolle. Beobachte mal, was du am meisten kontrollierst. Wenn du merkst, das, dies und jenes kontrolliere ich am meisten, dann wirst du auch am meisten davor Angst haben. Aber was ist eigentlich der Trugschluss an den Ganzen? Das will ich dir jetzt sagen. Denn der Gegenpol zu Angst, was positiv ist. Jetzt denkst du vielleicht und sagst dir, das ist Mut. Nein, Mut ist nur ein Werkzeug. Ein Werkzeug, was dich dazu bringt, um Angst zu überstehen, um Angst zu überwinden. Aber der genaue, richtige Gegenpol ist Vertrauen. Und Vertrauen passt mit Kontrolle auch irgendwie nicht zusammen. Also könnte man sagen, du müsstest einfach mehr Vertrauen entwickeln. Und wie könnte ich am besten mehr Vertrauen entwickeln? Naja, ganz einfach. Es ist eigentlich relativ einfach. Vom Verstande ist es gar nicht schwer. Nur wir tun uns da so schwer damit. Ganz einfach. Unterlass die Kontrolle. Wenn du jetzt Angst hast von der Tür, dass jemand einbricht und du willst es die ganze Zeit kontrollieren, lass es doch einfach sein. Kontrollier nicht mehr. Jetzt wirst du aber denken, oh mein Gott, jetzt wird die Angst so stark, dann bricht doch vielleicht jemand ein. Ja, dann probier's doch einfach mal mit Vertrauen. Sperr doch einfach mal nur einmal ab. Oder wenn du denkst, ich muss die ganze Zeit meine Gedanken kontrollieren, was steckt denn dann dahinter? Es steckt dahinter, dass du vielleicht die Angst hast, die Kontrolle über deine Gefühle und deine Gedanken zu verlieren. Aber das ist ein Trugschluss, das stimmt gar nicht. Das entspricht nicht der Realität. Du musst gar nicht deine Gedanken kontrollieren und schon gar nicht deine Gefühle. Du musst deine Gefühle nicht kontrollieren, deine Gedanken auch nicht. Aber was ist jetzt eigentlich der wahre Schlüssel? Was muss ich kontrollieren oder was muss ich nicht kontrollieren? Was ist der Schlüssel, damit ich mich letztendlich von meinen Leiden, also vor den Leiden meiner Angst befreit? So den großen Trick, den du eigentlich schon längst selber weißt. Unterlass es zu kontrollieren. Hör auf, deine Gedanken zu kontrollieren. Hör auf, deine Gefühle zu kontrollieren. Lass es einfach durchfließen. Das ist Energie. Wenn Angst kommt, lass die Angst einfach durchfließen. Und tu nicht mit deinen Gedanken kontrollieren, sondern geh raus aus deinen Gedanken und geh ins Verhalten rein. Denn im Verhalten kannst du ganz, ganz viel tun.
Kurzes Beispiel, du hast Angst. Wenn du Angst hast, hast du dieses Gefühl der Angst. Was ist dann das Verhalten? Zurückziehen, weggehen. Jetzt kannst du aber am Verhalten arbeiten. Du kannst am Verhalten arbeiten. Du kannst sagen, ich bleibe in der Situation mit Angst. Was soll schon passieren? Oh mein Gott, kommt jetzt der eine oder andere und schreibt es wahrscheinlich auch in die Kommentarbox rein. Ich fürchte mich dann so davor, wenn ich diese starke Angst bekomme und ich bin in der Situation, dass ich mich blamiere. Also was muss ich tun? Ich muss meine Angst kontrollieren. Ich muss sie mit Gedanken kontrollieren. So, ich muss mich selber beruhigen. Es wird schon alles gut. Ich mache vielleicht noch irgendwelche Affirmationen oder sonst irgendwas. Oder versuche die Angst irgendwie in Schach zu halten. All das lass sein. Unterlass das. Lass die Angst einfach fließen. Die Angst ist da, ist doch nicht schlimm. Was denkst du, was kann passieren? Ganz, ganz viele Menschen, die unter Angst, Panik und so weiter leiden, befürchten, wenn sie in einer Situation sind und diese unmenschlichen, wenn man schon möchte, so beschreiben sie es zumindest, Gefühle bekommen, dass sie ausrasten können. Sie könnten jemand anders was tun, sie könnten sich oder jemanden schädigen. All das wird nicht passieren. Mit diesem Video einen Schritt weiter damit helfen, mit der Angst vor dem Kontrollverlust umzugehen und dass auch du sie letztendlich überwindest, genauso wie ich. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, abonniere den Kanal. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund, bleib stabil, dein Juan. Namaste.